Wie wollten sie während des Zweiten Weltkriegs Mäuse als Waffe gegen die Japaner einsetzen? Welche Wunderwaffe der Vergeltung hatte das nationalsozialistische Deutschland fast fertiggestellt? Manchmal fragt man sich, welches verrückte und unglaubliche Waffen verschiedene Länder während des Zweiten Weltkriegs erfunden haben. In diesem Video werde ich über die ungewöhnlichsten Waffentypen sprechen. Und zum Schluss werde ich Ihnen sagen, dass die Wasserstoffbombe existierte und auch während des Krieges eingesetzt wurde. Jemand könnte einwenden, dass Kamikaze keine Waffe ist. Aber das Problem ist, dass es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs keine modernen Technologien gab. Heute gibt es Kamikaze-Drohnen in verschiedenen Modifikationen, aber früher wurden einfach lebende Menschen eingesetzt. Natürlich kamen die Japaner zu dieser Taktik nicht aus einer guten Lebenssituation. Erstmals setzten sie im Oktober 1944 Kamikaze-Flugzeuge mit einer hängenden Bombe ein. Als ihre Lage katastrophal wurde und die Japaner positive Ergebnisse solcher Angriffe sahen, begannen sie, bemannte Marschflugkörper mit Raketenantrieb, bemannte Torpedos und Kamikaze-Boote zu entwickeln. In Ländern, wo menschliches Leben nichts wert ist, wird eine solche Kampftaktik als akzeptabel angesehen. Aber selbst sie stehen vor einem ernsthaften Problem. Stellt euch vor, ihr seid eine zynische Regierung. Und menschliche Leben zählen nicht. Aber das Problem ist, dass Krieg strenge Mathematik ist. Hier muss alles gezählt werden. Um einen neuen Kamikaze auszubilden, müssen mindestens 17 Jahre vergehen, bis ein Mensch heranwächst und zum Piloten ausgebildet wird. Das ist das schwache Glied einer so zynischen Taktik. Ihr könnt einwenden, warum man jemanden großziehen sollte, wenn man fertige Piloten nutzen kann. Naja, wenn der Krieg nur einen Tag dauert, dann ist das so. Nur die Japaner bemerkten ein seltsames Phänomen. Die Piloten gingen sehr schnell aus. Sie haben dringend ein Programm zur Ausbildung neuer Piloten ins Leben gerufen. Aber die Qualität der Ausbildung litt stark. Ein Flugzeug ist in seiner Komplexität ganz anders als eine Minendruckschaufel oder ein Gewehr. Übrigens ist es auch nicht das Beste, ein Flugzeug nur einmal zu benutzen. Die Lösung: für die Herstellung braucht man Zeit und Ressourcen. Japan hatte tatsächlich besondere Probleme mit den Ressourcen. Eigentlich hat dieses Problem die Japaner dazu gebracht, gegen die USA vorzugehen. Ich erinnere daran, dass der Angriff auf Pearl Harbor aufgrund des verhängten Embargos begann. Die Leute denken, dass das Hauptziel des Krieges die Eroberung von Territorien ist. Tatsächlich ist die Eroberung von Territorien ein politisches Ziel. Die Aufgabe der Militärs ist es, die Armee des Gegners zu vernichten. Ohne Eroberung von Territorien besser. Armee besiegt, einmarschieren. Man muss die Logistik und vieles andere nicht ausdehnen. Und wenn die Armee besiegt ist, kann man ganz einfach einmarschieren und die Macht übernehmen. Deshalb rechnen die Militärs immer alles durch und ziehen aus diesen Berechnungen ihre Schlüsse. Genau Zahlen werdet ihr nicht finden, aber nach groben Schätzungen sind etwa 3000 Kamikaze ums Leben gekommen. Vergleicht sie bloß nicht mit normalen Infanteristen. Um einen Piloten von Grund auf auszubilden, braucht man mehrere Jahre kontinuierliches Training. Das sind wohl nicht die Spezialisten, mit denen man einfach so umspringen kann. Und der beliebte Spruch, es gibt keine unersetzlichen Menschen, passt hier einfach nicht. Wenn Deutschland den Krieg nicht begonnen hätte, wäre es heute wahrscheinlich das am weitesten entwickelte Land der Welt. Umso mehr, als sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits an die Spitze aufgestiegen war. Neben einigen absurden Projekten schafften sie es auch, in der ganzen Welt bei fortschrittlichen technischen Entwicklungen führend zu sein. In der Hochphase des Krieges. Und das zu einer Zeit, als die Alliierten Kilotonnen von Bomben auf deutsche Städte abwarfen. Wenn man das in TNT-Äquivalent umrechnet, dann ergibt sich, dass auf Deutschland das Äquivalent von etwa 90.000 Atombomben abgeworfen wurde, die auf Hiroshima abgeworfen wurden. Selbst nach dem Krieg haben die siegreichen Länder viele Pläne aus Deutschland mitgenommen. Ausrüstungen und deutsche Wissenschaftler. So wichtig waren die deutschen Entwicklungen für die Welt. Heute ist das Wort Wunderwaffe ein allgemeiner Begriff geworden, aber es stammt von der deutschen Bezeichnung Wunderwaffe, was Wunderwaffe bedeutet. Dieser Begriff wurde oft von der Propaganda verwendet, weil er bis in unsere Tage überliefert ist.
Tatsächlich nannten sie ihre Waffen offiziell Vergeltungswaffe, was wirklich Waffe der Vergeltung bedeutet. Eine der Arten solcher Waffen waren die V1-Raketen, V2-Raketen sowie die V3, die im Grunde genommen ein Artilleriegeschütz war. Ich möchte das klarstellen. Die V1 und V2 sind ganz normale Raketen, die auf einer ballistischen Flugbahn fliegen. Die V3 ist im Grunde genommen eine stationäre Langstreckennegerkanone mit Raketenprojektilen, die bis zu 160 Kilometer weit treffen sollten. Das heißt, es ist eine Art Mischung aus einer Kanone und modernen Mehrfachraketenwerfern wie Grad oder HIMARS. Und wenn die Alliierten sie nicht bombardiert hätten, wäre London mit Sicherheit vom Erdboden verschwunden. Zum Glück war das einzige Exemplar, das die Nazis hatten. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum London? Einfach gesagt, Hitler hatte eine Obsession mit London. Anstatt strategische Ziele zu treffen, wurde eine riesige Menge an Mitteln und Kräften für die Bombardierung Londons aufgewendet. Diese Kanone konnte nicht von einem Ziel auf ein anderes umgerüstet werden. Sie wurde ursprünglich so gebaut, dass sie gezielt London treffen sollte. Konzentriert man sich auf den langen Lauf, wird es klarer. Aber wenn man sich nur auf den langen Lauf konzentriert und die seitlichen Abzweigungen ignoriert, wird es einfacher zu verstehen. Die seitlichen Abzweigungen, die wie Tausendfüßler aussehen, gaben dem sich beschleunigenden Projektil zusätzliche Energie. Was die V1 und V2 betrifft, so waren das wirklich schreckliche Waffen. Aber um diese Raketen effektiv einzusetzen, musste Deutschland sie in viel größeren Mengen produzieren, als es physisch möglich war. Obwohl insgesamt 3.225 Stück gegen Großbritannien gestartet wurden, 1225 SH-Dinge. Es stellte sich heraus, dass das nicht genug war. Wisst ihr, warum Porsche? Nach dem Krieg wurden sie vor Gericht freigesprochen, aber Renault nicht. Denn beide Ingenieure haben dem Dritten Reich bei der Entwicklung und dem Bau von Waffen geholfen. Der super schwere Panzermaus ist ein anschauliches Beispiel dafür. Ferdinand Porsche hat speziell den nutzlosesten Panzer der Welt entworfen. Er hat immer in all seine Entwicklungen sogenannte Schwachstellen eingebaut, die die Qualität des Produkts stark verschlechterten. Das betrifft sowohl den Tiger als auch andere seiner Entwicklungen. Er hat immer in all seine Entwicklungen sogenannte Schwachstellen eingebaut, die die Qualität des Produkts stark verschlechterten. Das betrifft sowohl den Tiger als auch andere seiner Entwicklungen. Zum Beispiel waren im Panzermaus keine Maschinengewehre für den Nahkampf vorgesehen. Er wog so viel, dass jede Schlammpfütze ihn in eine nutzlose Immobilie verwandelte. Denn es gab keinen Traktor auf der ganzen Welt, der so ein Ungetüm aus dem Schlamm ziehen konnte. Auch von Brücken sollte man besser vergessen. Denn es gab keinen Traktor auf der ganzen Welt, der so ein Ungetüm aus dem Schlamm ziehen konnte. Man sollte auch besser die Brücken vergessen. Stellt euch vor, die Deutschen haben geplant, so einen Panzer über den Grund der Flüsse zu transportieren. Im Allgemeinen gibt es viele Flüsse, sie wissen, wo der ideale Grund ist. Und ohne Übel, Müll-Usweh. Sonstige Unannehmlichkeiten. Der Antrieb des Panzers war ein sehr unzuverlässiger Dieselmotor. Daimler-Benz MB 517. Im Grunde genommen diente dieser Motor als Generator für die Elektromotoren, die wiederum das Drehmoment auf die Antriebsräder übertrugen. Der Panzer war so hochtechnologisch, dass es physisch unmöglich war, ihn an der Front zu warten. Insgesamt wurden nur 2 Stück von diesen Panzern gebaut. Und während dieser ganzen Zeit sind sie nie an die Front gekommen. Nicht nur Hitler litt an Gigantomanie. Stalin blieb ihm ebenfalls nicht nach, deshalb wurde in der UdSSR eine riesige, aber nutzlose Kanone entwickelt. Derjenige, der jemals den Begriff Gegenbatteriekampf gehört hat, versteht, dass die Kanone sehr mobil sein muss. Ansonsten kommt nach dem ersten Schuss sofort die Antwort. Versteht, dass die Kanone sehr mobil sein muss. Sonst kommt nach dem ersten Schuss sofort die Antwort. Hier braucht man nicht einmal Gegenbatterien, da die Kanone auf Schienen bewegt wird. Der Gegner weiß von Anfang an, wo man so ein Ungetüm erwarten kann. Aber das Lustigste sind nicht einmal ihre riesigen Ausmaße. Gewicht und Bindung an die Eisenbahn. Diese Kanone konnte sich nicht drehen. Das heißt, es sollte nur in Bewegungsrichtung schießen. Um den Horizontwinkel ändern zu können, wurden spezielle Eisenbahnstrecken gebaut, die man Schnurrhaare nannte. Der Radius ihrer Krümmung betrug 500 Meter. Schnurrhaaren. Der Radius ihrer Krümmung betrug 500 Meter.
Letztendlich wusste der Gegner von Anfang an, woher das Feuer kam, dank dieser Schnorrhaube. Sie werden es nicht glauben, aber diese Kanone hat sogar an einem echten Kampf teilgenommen. Das war im Sowjetisch-Finnischen Krieg. Zu der Zeit, als die Sowjetunion Finnland noch vor dem großen Vaterländischen Krieg 1941 angriff, wurden bei diesem Geschütz 2 Arten von Granaten verwendet. Das ist eine panzerbrechende Granate, die 470 Kilogramm wiegt, und eine hochexplosive Langstreckengranate, die 314 Kilogramm wiegt. Die Reichweite des Schusses beträgt 29 Kilometer. Die Lebensdauer des Rohres beträgt 400 Schüsse. Wenn man den Wahnsinnsgrad steigern will, darf man die Geschichte der Fledermausbomber nicht auslassen. Dieses Projekt trug den Namen X-Ray. Der Name erinnert mich übrigens an etwas. Fragt nicht, warum es so heißt. Das weiß wirklich niemand. Also, die Idee war folgende. An die Fledermäuse wurden spezielle Zellulosebehälter mit Napalm geklebt. Diese Minibomben zündeten nach einer festgelegten Zeit. Der Sinn der Sache war, dass die Mäuse aus dem Flugzeug abgeworfen werden sollten und sie sich dann über die Dachböden der Häuser verbreiten. In einem Radius von 20 Kilometern. Das Ziel war eine riesige Anzahl von Bränden. Damals unterschied niemand Zivilisten von Militärangehörigen. Sie bombardierten, einfach alle. Experimente haben gezeigt, dass herkömmliche Brandbomben bei gleicher Bombenlast zwischen 167 und 400 Brände auslösten. Die Mausbomben sorgten für 3.000 bis 4.000 Brände. Das Programm wurde nur geschlossen, weil man einfach keine Zeit hatte, die Teile zu entwickeln. Der Abwurf von Atombomben hat die Sache dann komplett erledigt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden viele Waffen und Geräte unterschiedlicher Art erfunden. Einige waren misslungen, andere hingegen sehr nützlich. Eine dieser Entwicklungen in Deutschland war ein selbstfahrendes Mini-Panzerchen namens Goliath. Das war ein unbesetztes Panzerchen, das per Kabel aus der Ferne gesteuert wurde. Minikeil, Goliath. Das war ein unbesetzter Panzer, der per Kabel aus der Ferne gesteuert wurde. Es gab 3 Typen solcher Sprengpanzer. Leichter Goliath, mittlerer Springer, schwerer. Borgward 4. Die leichteste Version des Goliath hatte die Maße 150 auf 85 auf 56 cm und konnte bis zu 100 Kilogramm Sprengstoff tragen. Das reichte aus, um Panzer, Infanterieeinheiten und Gebäude zu zerstören. Ursprünglich gab es Modelle mit Elektromotor, aber dann begann man, sie mit einem Benzinmotor mit 12 PS zu bauen. Diese Waffe wurde erstmals 1943 an der Front eingesetzt und bis zum Ende des Krieges verwendet. Eine interessante Tatsache. Alle wissen, dass die Nazis während des Zweiten Weltkriegs ungewöhnliche Fluggeräte entwickelten, die man heute fliegende Untertassen nennt. Es gibt sogar echte Fotos und Videos von den Tests dieser Scheiben. Aber wenn ihr versucht, mehr Details zu diesem Thema zu finden, werdet ihr auf eine riesige Menge an Mythen stoßen. Und sehr spärlichen Informationen. Es entsteht der Eindruck, dass das Thema fliegende Untertassen bis heute lebendig ist. Und die Geheimdienste wollen das wirklich nicht, damit die Öffentlichkeit etwas darüber wusste. Von den bekannten Fakten her beschäftigte sich das Dritte Reich mit der Entwicklung der V7, die die Form einer fliegenden Untertasse hatte. Es wurde auch ein separates Projekt namens Odin entwickelt, zu Ehren des alten skandinavischen Gottes. Ziel dieses Projekts war es, Geräte zu entwickeln, die eine höhere Manövrierfähigkeit besitzen als die fortschrittlichsten Jagdflugzeuge. Das Modell Odin 42M erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 900 Kilometer pro Stunde. Die Entwicklung wurde von Ingenieur Viktor Schauberger an einer Basis in der Antarktis durchgeführt. Übrigens gibt es als Antwort auf die Skeptiker echte Fotos von Japanern, die damals den Deutschen bei den Entwicklungen halfen. Was haben sie in den 40er Jahren in der Antarktis gemacht? Und heute, wenn UFO-Zeugen von seltsamen Fällen berichten, in denen eindeutig eine japanische Spur zu erkennen ist, werden sie nur belächelt. Deutsche hatten geheime Basen in Antarktis, Deutschland, Tschechien und Afrika. Nicht nur in der Antarktis, sondern auch in Deutschland selbst, sowie in Tschechien und in Afrika. Generell zieht sich das Thema der fliegenden Untertassen und Monowings aus dem Zweiten Weltkrieg ein ganzes Video lang. Also, wenn dich so etwas interessiert, schreib es in die Kommentare und wir werden es auf jeden Fall lesen. Wenn man über die verschiedenen Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg spricht, kommt man an den nuklearen Entwicklungen einfach nicht vorbei.
denn das hätte die gesamte Weltgeschichte grundlegend verändern können. Im Dritten Reich wurde das Atomprogramm ab 1939 entwickelt. In dem Brief von Professor Paul Hartek stand es genau so beschrieben, dass das Land, das die Errungenschaften der Kernphysik beherrschen kann, absoluten Vorteil über andere Länder erlangen wird. Und vielleicht, wenn die faschistische Regierung die Wissenschaftler und Juden nicht verfolgt hätte, hätten sie es bis zum Ende des Krieges mit den Entwicklungen schaffen können. Um der Gerechtigkeit willen sollte man erwähnen, dass das Atomprogramm formal bereits im Dezember 1938 gestartet wurde, als zwei deutsche Physiker, Otto Hahn und Fritz Straßmann, erstmals in der Welt den Atomkern von Uran spalten konnten. In Deutschland gab es insgesamt 22 wissenschaftliche Organisationen, die direkt mit dem Atomprojekt verbunden waren. Das Projekt wurde tatsächlich Uranprojekt genannt. Bereits im Februar 1942 wurde der erste deutsche Reaktor gebaut, was eine Entwicklung war, die die ähnliche von Fermi um 4 Monate übertraf. In Chicago. Dieser experimentelle Reaktor gehörte dem Leipziger Institut und wurde von Professor Heisenberg und dem Ehepaar Döppel entwickelt. Übrigens, genau hierher hat er sich seinen Künstlernamen geholt. Die Hauptfigur der Serie Breaking Bad. Richtig ausgesprochen wird er tatsächlich Heisenberg und nicht Heizenberg. Naja, klar, die Alliierten wussten natürlich von dem Atomprogramm. Deshalb versuchten sie auf jede erdenkliche Weise, dem entgegenzuwirken. Zum Beispiel gelang es im Februar 1943 norwegischen Saboteuren, die aus Großbritannien geschickt wurden, eine Schwerwasserfabrik in Norwegen zu zerstören. Ich erinnere daran, dass Norwegen in diesen Jahren mit Deutschland zusammenarbeitete. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass in Deutschland 200 Mal weniger Mittel für die Forschung ausgegeben wurden und 1,5 Mal weniger Menschen beteiligt waren. 1000 Mal weniger Menschen als im amerikanischen Atomprojekt. Übrigens haben die Amerikaner nicht nur das Projekt abgeschlossen, sondern auch einen fetten Punkt gesetzt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, indem sie 2 Atombomben auf Japan abwarfen. Ungeheuerliche Ereignisse. Im Zweiten Weltkrieg haben neben den normalen U-Booten auch verschiedene teilnehmende Länder Mini-U-Boote eingesetzt. Sie unterschieden sich von ihren riesigen Verwandten durch den Preis, die Bauzeit, die Manövrierfähigkeit und die Unauffälligkeit. Sie wurden in Sabotageoperationen eingesetzt, wie zum Beispiel zur Zerstörung von maritimen Objekten und Stützpunkten des Feindes. Dank ihrer kompakten Größe konnten sie unbemerkt an feindliche Ziele herankommen. Sie fügten erheblichen Schaden zu. Um Wasserminenfelder zu legen, für Aufklärungsmissionen, konnten sie unbemerkt an die feindlichen Küsten herankommen und nützliche Informationen sammeln. Oder für einen Torpedoangriff. Es ist klar, dass ein kleines Boot keine Torpedos mit großem Sprengkopf transportieren konnte. Aber es gab viele Sabotageoperationen, bei denen es einfach keine Alternativen zu Mini-U-Booten gab. Wenig Leute wissen, dass im Zweiten Weltkrieg Hitler befahl, nur mechanisierten Transport zu zeigen. Einfach weil Hitler klare Anweisungen gab, in Videos und Fotos nur mechanisierten Transport zu zeigen. Das wurde gemacht, um den Gegner einzuschüchtern und den Kampfgeist der Deutschen selbst zu heben. Deshalb wurde bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts das erste Mehrfachraketenwerfersystem der Welt entwickelt. Wurde in Form eines Wagens geschaffen, in den man problemlos ein Pferd einspannen konnte. Es wurde als Waffe bezeichnet. Nebelwerfer. Was Nebelwerfer bedeutet. Ursprünglich wurde es als chemische Waffe zur Abfeuerung von Rauch- und Chemiegranaten entworfen. Die sowjetische Katjuscha wurde ebenfalls für diese Zwecke entwickelt, aber die Splitter- und Sprenggranaten haben sich auf dem Schlachtfeld als effektiv erwiesen. Genau deshalb haben sowohl die Deutschen als auch die Sowjets von der ursprünglichen Idee Abstand genommen. Später verbesserten die Deutschen ihre Waffen und begannen, sie auf Selbstfahrern zu installieren. Der Wolframen 40 war bereits ein selbstfahrendes Mehrfachraketenwerfersystem, das Granaten mit einer hohen Sprengkraft und einem Kampfmittelgewicht von 50 Kilogramm abfeuerte. Mehrfachraketenwerfersysteme aus verschiedenen Ländern haben ihre Effektivität bei der Zerschlagung der Logistik, der gepanzerten Fahrzeuge und der Truppen des Gegners unter Beweis gestellt. Diese Waffe in verschiedenen Modifikationen hat bis in die heutige Zeit überlebt.
Sie zeigte weiterhin ihre Effektivität auf dem Schlachtfeld. Verrückte Sachen haben auch die Japaner gemacht. Ein gutes Beispiel dafür ist der Feuerluftballon Fugo. Im Zeitraum von Ende 1944 bis Anfang 1945 startete Japan über 9300 solcher Ballons gegen Amerika. Im Grunde genommen waren das die Vorläufer interkontinentaler Raketen. Der Ballon wurde mit Wasserstoff gefüllt. Auf der Gondel wurde ein barometrischer Autopilot und eine Bombe installiert. Er überwachte automatisch die Höhe des Ballons. Die Berechnung war so: Der Ballon flog in einer Höhe von 11 Kilometern und nach 72 Stunden. Ein Timer wurde aktiviert, der den Bombenabwurf auslöste. Die Japaner berechneten, dass die Ballons nach dieser Zeit Amerika erreichen sollten. Die einzigen Opfer dieses Bombenangriffs waren Eliza Mitchell, die Frau eines Pastors, und 5 Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren. Aber das ist offiziell, da die US-Behörden die Informationen zum Zeitpunkt des Angriffs geheim hielten, damit die Japaner dachten, dass sie nichts erreicht hatten. Es gab wahrscheinlich schwerwiegendere Folgen. Aber natürlich wird Ihnen niemand die Wahrheit sagen. Wenn dieses Projekt wirklich dumm wäre, würde es nicht verwendet werden. Die Briten gegen Deutschland und auch die USA in der Aufklärung strategischer Objekte der Sowjetunion während des Kalten Krieges. Übrigens wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA an biologischen Waffen gearbeitet, die auf solchen Ballons basierten. Das Ziel war die Lieferung von Schädlingen für Getreide, für den Fall eines Dritten Weltkriegs. Das wäre es vorerst von unserer Seite. Ziel war die Lieferung von Schädlingen für Getreide, für den Fall eines Dritten Weltkriegs. Das wäre es vorerst von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und gebt diesem Video ein Like, wenn es hilfreich und interessant war. Und bis zum nächsten Mal in den nächsten Videos. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal in den nächsten Videos. Tschüss.